Design trifft auf Luxus. So sieht es aus beim Mobilwetter Kia P90 La Dolce Vita. Made in Italy. Traumhaft schön, ich kann es euch versprechen. Ihr werdet begeistert sein. Mein Name ist Dominik von Virtual Campsite und wir befinden uns bei AMB Reisemobile in Kirchberg. Ich darf ihn euch heute endlich vorstellen. Er ist aus dem Modelljahr 2022 derzeit noch in der Vermietung. Nach der Mietsaison kann man ihn günstig kaufen. Er hat eine Länge von 7,47 Meter sowie eine Breite von 2,35 Meter und die Heckgarage ist phänomenal. Schaut euch die an. Mit diesem langgezogenen LED-Band habt ihr die perfekte Beleuchtung für diese Heckgarage, die, wie ich finde, recht groß ist und mit 350 Kilo beladbar ist. Zudem gibt es auch hier die Möglichkeit, eine Außendusche mit anzubringen. Der Wasseranschluss ist vorhanden. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein, denn der ist wirklich richtig schön. Die wichtigsten Daten werde ich euch später natürlich mit einblenden. Hier steht alles drauf in der Nebensaison, 134 € am Tag zu mieten. Die Luxusklasse von Mobilwetter. Und jetzt gehen wir rein und ich muss sagen, es sieht doch schon hier richtig schick aus. Das Fahrzeug hier steht auf einem Fiat Ducato mit sage und schreibe 160 PS. Also hier habt ihr auch ordentlich was unter der Haube. Blaupunkt-Radio mit Navi, wunderschön, passt perfekt. Das Ganze mit einem 6-Gang manuellen Schaltung und direkt über dem Fahrerhaus befindet sich dieses große Skyroof-Fenster. Also hier Sterne gucken, phänomenal. Ich sag's euch. Schauen wir doch gleich mal hier die erste Klappe an und auch hier hat man tatsächlich die Möglichkeit, schon mal einiges mit unterzubringen, gerade wie Warnwesten, Verbandskasten, Warndreieck, was ja in der Regel auch griffbereit sein sollte, könnt ihr hier perfekt verstauen. Genauso wie auch auf der anderen Seite, brauche ich jetzt nicht noch extra öffnen, ist genauso groß. Und das Design mit diesem Kunstleder, wunderschön. Das ist wirklich ein absolut tolles Design, welches man selten sieht. Selbstverständlich würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch auch gleich mal die Küche an. Die hat ein phänomenales Design. Hier schon die Halterung für die Küchenrolle und direkt darüber befindet sich das erste Staufach, welches doch recht großzügig ist, wo sie sämtliche Küchenutensilien mit unterbekommt. Und dieses ambiente Licht ist absolut traumhaft. Mir gefällt es sehr gut. Das Waschbecken auch super geteilt hier mit der Funktion. Es sieht einfach edel aus. Wirklich richtig hammermäßig. Hier mit einem 3-Flammen-Gasherd mit einer elektrischen Zündung. Des Weiteren hat sich hier die Möglichkeit, zweimal 11 Kilo Gasflaschen mitzunehmen. Unter der Spüle befindet sich ein Apothekerauszug, der recht groß ist. Also hier habt ihr die Möglichkeit, einiges an Nudeln, Lebensmittel, whatever mitzunehmen. Also kann man hier richtig schön verstauen. Daneben liegend ist, ja, wie soll es anders sein, der Besteckkasten. Die oberste Schublade ist doch in der Regel immer für den Besteckkasten reserviert. Hier leider keine Einzugshilfe, aber doch recht ordentlich groß das Ganze, bis maximal 15 Kilo beladbar. Hier
befindet sich jetzt der Sicherungskasten sowie der Gasblock. Eine absolute Designerküche. Mir gefällt die Küche hervorragend. Und gegenüberliegend kommt jetzt der Absorberkühlschrank von Tedford mit einem Gesamtvolumen von 145 Liter. Das Gefrierfach hat ein Volumen von 27 Liter und der Kühlschrank selbst hat 118 Liter Fassungsvolumen. Über dem Kühlschrank befinden sich jetzt die Bedienpaneele, links von Truma sowie hier rechts von Mobilwetter. Ihr habt hier in dem Fahrzeug eine Stehhöhe von 2,10 Meter. Also für große Menschen phänomenal. Die Aufbautür absolut durchdesignt. Auch der Spiegel hier mit der LED-Beleuchtung. Richtig, richtig schön. Das haben die Italiener drauf. Design ist einfach ihrs. Direkt darüber befindet sich ein 22 Zoll Fernseher. Genial. Also wirklich ein super schönes Fahrzeug. Auf beiden Seiten befinden sich jetzt noch zwei Hängeschränke. Die öffnen wir mal kurz, damit wir einmal kurz reingucken können. Genauso wie auch auf der anderen Seite. Das ist tatsächlich ein bisschen länger und hier schimmert auch schon die Ambiente-Beleuchtung wieder durch. Wirklich schön. Mobilwetter kennen wahrscheinlich die wenigsten, gehört zur Trigano Group und ist an sich die größte Wohnmobilgruppe Europas. Hier das Zeichen vom Mobilwetter, traumhaft. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich befinde mich jetzt unter dem Hubbett. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen, weil das geht verdammt schnell runter. Und mir an sich wäre es gar nicht aufgefallen, dass wir hier ein Hubbett mit drin haben. Es hat die Maße 1,90 Meter mal 1,30 Meter. Und das Schöne ist, auch wenn das Hubbett schon heruntergefahren ist, geht natürlich ein Stückchen weiter runter, hat man noch die Möglichkeit, hier bequem ein- und auszusteigen. Wenn die Kinder schlafen, können die Eltern noch draußen sitzen und den Abend in vollen Zügen genießen. Das Hubbett ist bis 250 Kilo maximal belastbar. Ich denke, das ist für jeden von uns ein Traum-Hubbett. Es geht jetzt natürlich nicht so schnell hoch, wie es runterging, aber die Zeit kann sich sehen lassen. Und das mit dem Licht, die Ambientebeleuchtung, also wenn wir das jetzt nur mal wirken lassen, es ist doch verdammt schön. Was sagt ihr zum Mobilwetter Kia P90? Schreibt es gerne in die Kommentare und bevor wir jetzt im Schlafbereich und mit dem Raumbad weitermachen, blende ich euch jetzt die wichtigsten Details an. Dürft ihr natürlich gerne kurz auf Pause machen, um euch alles in Ruhe durchzulesen. Jetzt haben wir das Raumbad. Ich habe die Türe schon geöffnet. Ist natürlich genial, weil man den Wohnbereich schön abtrennen kann. Und ihr habt hier ein komplett eigenes Zimmer. Auch hier eine Tedford Kassettentoilette und seht euch mal dieses Designer-Waschbecken an. Also das ist doch wirklich richtig, richtig geil. Hier unterhalb des Waschbeckens habt ihr die Möglichkeit, sämtliche Sachen unterzubringen mit einem tollen Toilettenpapierhalter. Das Designer-Waschbecken, mir gefällt das wahnsinnig gut. Und hier direkt darüber eine riesengroße Dachhaube. Hinter dem Spiegel befindet sich selbstverständlich ein Schränkchen,
wo ihr sämtliche Kosmetika verstauen könnt. Zudem ist hier auf der rechten Seite eine 230 Volt Steckdose, um eure Haare zu föhnen oder gar den Rasierapparat anzuschließen. Licht habt ihr hier ausreichend und ich würde sagen, wir schauen uns doch auch gleich mal die Dusche an. Und die ist wirklich geprägt vom italienischen Lifestyle. Dieser Ausblick, habt ihr nochmal gesehen, machen wir wieder zu. Und jetzt schaut euch diese Dusche an. Sieht das nicht ordentlich aus? Also wie in einem richtigen Fine Art Hotel. Diese Ambiente-Beleuchtung, Holzoptik-Dekor. Also ich würde sagen, schon richtig schick. Wie gesagt, ich mit meinen 1,88 Meter habe immer genügend Platz hier drinnen. Und zudem kann ich euch sagen, ist hier ein Frischwassertank mit 120 Liter sowie ein Abwasser-Grauwassertank mit 100 Liter. Und jetzt schauen wir uns endlich den Schlafbereich an mit dem wunderschönen Queensbett. Und das ist doch wirklich einladend. Wer hätte da jetzt keine Lust, hier eine Nacht drin zu verbringen? Die Ambiente-Beleuchtung, die ist wirklich formschön. Unter dem Queensbett befinden sich 2 Schubladen, ideal, um die Unterwäsche hier drinnen zu verstauen. Und da habt ihr wirklich ausreichend Platz. Und hier auch wieder diese Ambiente-Beleuchtung. Ich brauche unbedingt ein Fahrzeug mit Ambiente-Beleuchtung, weil das ist einfach, ja, und dieses Leder, also dieses Kunstleder, das ist wahnsinnig schön. Es wird alles so freundlich, so durchdesignt und hier daneben befindet sich ein Kleiderschrank, auch hier wieder mit einer Kleiderstange selbstverständlich, allerdings ohne Kleiderschrankbeleuchtung. Dafür packe ich euch aber einen Link hier in die Videobeschreibung für eine externe Kleiderschrankbeleuchtung, die ich benutze, die wirklich phänomenal gut ist. Das Queensbett hat die Maße 1,90 Meter x 1,50 Meter. Hier eine Top-Aussicht auf den Sternenhimmel. Daneben befindet sich die Leuchte von Mobilwetter. Die könnt ihr sicherlich tauschen und ein Design von Virtual Campsite reinbauen lassen. Müsste machbar sein. Nein, wahrscheinlich nicht, aber das wäre doch mal eine tolle Idee. Designertasche, hier von Mobilwetter, ideal, um eure Fernbedienung da reinzulegen oder gar das Handy. Hier befinden sich der TV und der SAT-Anschluss sowie 12 Volt, die Lichtschalter und ihr habt die Möglichkeit, euren Schlafbereich zu trennen. Das geht an sich ganz einfach mit so einem Special-Knopf. Ich weiß, ja, zeige ich euch später vielleicht noch. Auf jeden Fall könnt ihr dann hier den Raum schön abtrennen, sowie auf der anderen Seite einfach den Druckknopf. Ich würde sagen, es ist gar kein Druckknopf, weil man zieht hier nur leicht dran ziehen. Also gigantisch, absolut durchdacht. Und hier habt ihr jetzt euer eigenes Schlafzimmer. Super entspannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat wieder wahnsinnig viel Freude mit euch gemacht. Und um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert. Lasst den Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Video, entweder mit dem nächsten Campingplatz oder gar mit dem nächsten Wohnmobil. Macht's es gut. Ciao, euer Dominik.